Ja, fühle ich. Fühle ich sehr. Vor allem den Part, sich nicht von der Angst leiten zu lassen. Ich habe vor ein paar Monaten so diesen Satz gelesen, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist es, ne? Aus Angst erwächst halt nichts Großes. Ich hatte so eine große Angst, dass irgendwie Probleme jetzt, wie gesagt, nicht für mich, sondern für meinen Sohn auftreten. Und wie hast du dich da selbst therapiert? Im Schwarzmarkt. Cannabis ist schon ein elementarer Baustein in deinem Leben. Ja, absolut. Stell dir vor, du hörst, eine Mama konsumiert Cannabis. Was denkst du sofort? Ja, genau darüber sprechen wir heute. Willkommen beim Mary Jane Podcast. Ich bin Jung, Mitgründerin der Mary Jane Berlin. Wenn wir über Cannabis sprechen, haben viele sofort ein bestimmtes Bild im Kopf. Szene, Kiffer, Politik. Aber was passiert, wenn Cannabis einfach Teil eines ganz normalen Lebens wird? Wenn man eine Frau ist, Mama und Patientin. Genau darüber sprechen wir heute. Mein heutiger Gast ist Wenke Kühne-Lange. Sie ist Diplom-Kommunikationsdesignerin, Cannabis-Patientin und vielen vielleicht bekannt durch den YouTube-Kanal Vincent Wied. Wenke hat angefangen, sich mit Cannabis zu beschäftigen und zwar als ganz normalen Teil ihres eigenen Alltags. Als Frau, als Mama und inzwischen sogar als Anfängerin im eigenen Anbau. Und ich finde diese Perspektive besonders spannend, weil sie zeigt, wie Cannabis aussieht, wenn es nicht Klischee ist, sondern einfach Leben. Ja, herzlich willkommen, Wenke. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich starte mal gerne mit dem Ziehen von Weisheitskarten. Sehr gern, bin ich dabei. Ich tue die mal hier. Schön. Geben und nehmen ist das 27 und richtig rum. 27 und richtig rum. Geben und nehmen. Grundbedeutung, das Gesetz des Gebens und Empfangens. Die Botschaft. Du bist dabei, in eine produktive und bereichernde Phase deines Lebens einzutreten, in der dir eine große Vielfalt von Möglichkeiten offen steht. Du hast alles zur Verfügung, was du brauchst, um deine Chancen zu ergreifen. Um sie aber gebührend zu würdigen, musst du nicht nur die nötige Zeit investieren, Erfahrungen austauschen und deine Fähigkeiten einbringen, sondern dich auch mit Leib und Seele deinem Ziel verschreiben. Du vermagst es. Du kannst Erfolg haben, wenn du dich mit dem Gesetz des Gebens und Empfangens ins Einvernehmen setzt. Es ist ein Tanz des Gebens und Nehmens, ein Vorangehen und Zurückweichen, ein Tun und Geschehen lassen. Lässt du dich in deinen Entscheidungen aber von Furcht leiten, so kannst du dich dabei erschöpfen oder Unausgewogenheit schaffen. Jetzt geht es nicht allein darum, zu machen und zu tun. Setze mit Umsicht ein, was du zu bieten hast und wisse um den Wert dessen, was umgekehrt andere dir entgegenbringen. Ah, okay, ja. Ja, fühle ich. Fühle ich sehr. Ja? Ja, vor allem den Part, sich nicht von der Angst leiten zu lassen. Also ich glaube, das ist sowieso so ein Thema. Ja, fühle ich sehr. Dankeschön. Aber was meinst du mit Angst verleiten? Also warum ist das ein Thema bei dir? Direkt rein. Warum ist das ein Thema bei mir? Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt direkt nur so ein Thema bei mir ist. Ich glaube, dass das grundsätzlich so ein Thema ist, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Ja. Und dass gerade in der Phase, in der ich oder wir jetzt stecken, dieses Jahr stehen wirklich große Projekte an. Und nichts, was aktuell schon so wirklich greifbar ist. Mhm. Und Dinge, die komplett neu sich jetzt aufbauen werden. Und da schwingt natürlich ganz, ganz viel Angst auch mit. Klappt das? Gehe ich die richtigen Schritte in die richtige Richtung? Und ich glaube, deswegen ist ich habe vor ein paar Monaten so diesen Satz gelesen, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist es, ne? Aus Angst erwächst halt nichts Großes. Ja, also wer sind wir? Weil du meintest wir. Also Vince und ich. Vince ist wer? Mein Mann. Genau, wir müssen dafür die es nicht wissen. Das heißt, du machst Projekte mit deinem Mann. Ja. Neue Projekte, neue große Projekte. Ich weiß nicht, ob du die benennen willst, aber es sind also die Größen, die ihr bisher gemacht habt. Was macht ihr denn überhaupt für die euch nicht kennen? Ja. Und was auch interessant wäre, ob du denn spürst, ob du aus Angst handelst oder aus einer Zuversicht. Das waren jetzt erstmal ganz viele Fragen. Also, neue Projekte. Wir sind gerade im Aufbau eines CSC. Was ist CSC? Ein Cannabis Social Club. Mhm. Und das ist
ja nicht nur für uns, sondern das ist deutschlandweit komplettes Neuland. Also da begibt man sich auf eine Reise, wo es keine Blaupause gibt und wo man den Pfad erstmal breit trampeln muss, weil es den noch gar nicht gibt. Und da sind einfach ganz viele Sachen unklar. Also da ist ganz viel Bürokratie dabei, die sehr erschöpfend ist. Wir haben aber Gott sei Dank ein gutes Team, was noch dabei ist. Und da wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei mir viel ändern. Mein Hauptbusiness ist aktuell, ich bin Diplomdesignerin, selbstständig und spezialisiert auf Packaging, Print und Social Media. Und ich habe natürlich so mehrere eigene Kunden, einen großen Kunden in der Kosmetikindustrie zum Beispiel. Und da ist auch noch gar nicht klar, wie sich die Dinge gemeinsam weiterlaufen lassen. Also da sind gerade so viele Fragezeichen bei uns. Ja. Und dass man eigentlich nur sagen kann, ich muss wirklich darauf vertrauen, dass wir die richtigen Schritte gehen. Weil ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wir können Ende des Jahres nochmal einen Podcast machen. Dann kann ich dir sagen, ob alles geklappt hat. Aber im Moment sind so viele Fragezeichen und da werden, glaube ich, ganz große Veränderungen jetzt auf uns zukommen. Okay, das heißt, du und ein Mann, ihr wollt ein CSC, also ein Cannabis Social Club, gründen. Du bist aber eigentlich Diplom-Designerin und das machst du hauptberuflich? Das mache ich hauptberuflich. Also ich mache ganz, ganz viel. Ich bin Diplom-Designerin, habe ein eigenes Studio quasi, bin Freelancer für verschiedene Firmen. Dann bin ich Hausmeister. Hausmeister? Ja, ich bin Hausmeister bei uns im Mietshaus. Niemals? Ja. Und wie viele Mietwohnungen sind da? 2, 4, 6, 8, 10. Du bist Hausmeister für 10 Wohnungen. Genau. Also es ist gar nicht Was so. machst du da? Also, Ja. Das hat sich ganz, ganz lustig ergeben. Wir haben einen Garten bei uns am Haus. ja. Und ich bin eigentlich so die Einzige, die den quasi, ja, wo die pflanzt und Rasen mäht. Und irgendwann haben die Vermieter gesagt, hey, du machst doch das sowieso. Hier stehen noch so ein paar andere Kleinigkeiten an, wenn Handwerker kommen. Oder irgendwie einmal die Woche muss die Heizung gewartet werden, beziehungsweise kontrolliert werden. Ja. Oder wenn hier im Treppenhaus irgendwie eine Glühbirne kaputt ist. Und willst du das nicht machen? Du machst ja sowieso schon den Garten. Und ich gesagt, komm, why not? Let's go. Okay. Du bist noch Hausmeister. Was bist du noch? Hausmeister. Dann habe ich den Account mit Grow's Wife, den Instagram-Account, wo ich halt so ein bisschen, aktuell ist der Fokus auf Grow, soll sich aber auch wieder ein bisschen verändern. Und da stecke ich auch relativ viel Zeit rein. Ja. Ne? Und ja, das. Und du hast noch ein Kind? Ich habe ein Kind, genau. Ich habe ein Kind und ich habe so ein bisschen vom Universum noch so eine kleine Aufgabe im Leben bekommen. Ich habe auch noch eine ziemlich heftige chronische Erkrankung. Ich habe Colitis ulcerosa, das heißt ein chronisch entzündeter Darm. Und ich bin ein sogenannter mittelschwerer, schwerer Fall. Das heißt, ich bin auch schon relativ austherapiert. Ich bin auf Immunsuppressivum eingestellt. Das heißt, mein Colitis ulcerosa ist eine Erkrankung, wo das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Davon habe ich auch nicht nur die eine, ich habe auch noch Schilddrüse und Heuschnupfen. Das sind alles so Krankheiten, wo das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Genau, und damit habe ich auch relativ gut zu tun. Also da ist man auch ständig bei Ärzten und dies, das. Aber was passiert oder wie sieht das aus, wenn das Immunsystem dich selbst angreift? Weil ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Also bei den meisten Erkrankungen, und das ist halt bei Colitis auch so, ist es so, dass sich Entzündungen im Körper bilden. Und in meinem Fall ist es eine chronische Darmentzündung, die ich aktuell relativ gut im Griff habe, die am heftigsten getriggert wird durch Stress. Und ich glaube, und das ist etwas, was ich sehr viel habe im Leben. Das heißt, ich muss mich sehr viel mit Stressmanagement auseinandersetzen. Ich muss mich sehr viel mit Ernährung auseinandersetzen. Ich muss sehr darauf achten, dass ich meine Medikamente nehme. Also das ist ein Part, wo man überhaupt nicht schludern darf, weil sonst der Körper komplett zusammenbricht. Ich hatte vor 6 oder 7 Jahren, hatte ich einen so schweren Schub,
dass alle meine Medikamente versagt haben. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, wie geht's weiter? Ich habe keinerlei Schmerzmittel vertragen. Die haben bei mir genau das Gegenteil bewirkt. Das wurde mit der Entzündung dadurch immer schlimmer. Und dann war halt auch so der Punkt, wo es hieß, okay, also von ärztlicher Seite, wir können dich jetzt auf Opiate setzen. Und das war bei mir so auch der Punkt, wo eigentlich Cannabis so das erste Mal auch im medizinischen Bereich so richtig wichtig wurde. Ich kannte oder ich wusste über die Wirkung von Cannabis, habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt und konnte durch eine Cannabis-Therapie, die ich erstmal selbst gemacht habe, weil es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht groß möglich war, das über einen Arzt zu machen, konnte ich vermeiden, auf Opiate gesetzt zu werden. Also das war ein Gamechanger. Krass, das heißt, du hattest unerträgliche Schmerzen? Ja. Also ich habe mehrere Monate im Bett gelegen. Ich konnte nicht laufen. Okay, weil krass. sich das dein Darm ist, also du hast vielleicht schon mal von der Darm-Hirn-Achse gehört. Der Darm ist neben dem Gehirn eines der wichtigsten Organe im Körper, bildet Hormone und sorgt halt auch für ein Gleichgewicht. Und wenn der entzündet ist, dann hast du wirklich richtig Probleme. Und bei mir zog sich die Entzündung dann hinten in die Nerven, in die Beine. Und ich konnte dann nicht mehr laufen. Okay, krass. Und ja, das war sportlich. Und du wolltest nicht auf Opiate gesetzt werden. Du hast dich informiert, du wusstest, Cannabis kann helfen. Hast dich selbst therapiert. Das heißt, in welchem Jahr war das? Warte mal, 16, 17, 18, 2018. Und wie hast du dich da selbst therapiert? Im Schwarzmarkt. Okay, krass. Also Ging nicht anders. Ja, also ich habe ja selber Erfahrung mit Cannabis schon gehabt. Ja. Also ich habe Cannabis als so für mich als Sweet Spot zum Entspannen gehabt. Ja. Ne? Und wusste über die entspannende Wirkung auf meine Muskeln, auf mein gesamtes System. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass Cannabis bei mir sehr gut in die Schmerzwahrnehmung eingreift. Also nicht unbedingt, dass es die Schmerzen jetzt so komplett bannt, aber die Schmerzwahrnehmung durch Cannabis ist einfach eine ganz andere. Ein Freund von mir hat mal gesagt, es ist nicht mehr so ins Gesicht der Schmerz, sondern Cannabis erreicht einfach einen Puffer. Also ich bin dann nicht mehr so komplett gelähmt durch den Schmerz, sondern ich kann dann auch meinen Alltag, also bei starken Schmerzen muss man sagen, ist der Alltag eingegrenzt, aber trotzdem meinen Alltag relativ gut bewerkstelligen. Okay, das heißt, du hast damals eher, sage ich mal, hobbymäßig geraucht. Dann hattest du die unerträglichen Schmerzen, konntest du nicht mehr bewegen. Ich meine, bist du dann zu deinem Dealer gegangen und hast gesagt, ich kann mich gerade gar nicht bewegen, hast du eine andere Sorte? Oder wie funktioniert das, dass du dich da selbst therapiert hast? Gab keine große Auswahl. Ja, deshalb Es gab keine große Auswahl. Und ich bin schon seit Jahren auch Haschliebhaber und bin ein bisschen feiner mit Hasch und habe halt festgestellt, dass das einfach sehr gut auf die Schmerzwahrnehmung wirkt. Und wie man sich das dann besorgt, naja, ich meine, es ist halt. Du hast dann einfach mehr konsumiert, sage ich mal, in dem Sinne. Ich habe sowieso sehr wenig konsumiert, also weil ich das nicht brauche, um meinen Kopf auszuschalten. Für mich ist Cannabis eher dann so in der Self-Care-Richtung, also zum Entspannen und nach einem harten Tag. Das ist auch immer noch, auch mein Cannabiskonsum ist nicht wahnsinnig größer geworden über die letzten 10 Jahre, würde ich jetzt sagen. Also ich bin immer eher so im Microdosing-Bereich. Was heißt Microdosing? Wie viel also Gramm? sehr, sehr, sehr wenig. Also ich habe es jetzt gar nicht ich glaube 0,2 Gramm habe ich dann Hasch aktiviert. Und ich habe es dann auch nicht geraucht, sondern ich habe es geschluckt, also gegessen. Und was ist Hasch für die Leute, die das nicht kennen? Also es ist quasi das ist halt, wenn du Cannabis verarbeitest, dann, also
ich sag mal, jetzt waschen wir Cannabisblüten und aus den Trichomen, die durch das Waschen quasi separiert werden, kannst du Hasch herstellen. Mhm. Und das ist halt quasi das weiterverarbeitete Produkt, würde ich so sagen. Okay, und das ist dann so bröselig, ne? Und damals hast du das dann. Ich habe es aktiviert im Ofen, weil ja klar ist, du hast ja erst THCA, das musst du umwandeln in potentes THC, was dann halt die Wirkung auf die Schmerzrezeptoren hat. Genau. Okay, und dann hast du es gegessen und dann sind die Schmerzen. Und dann sind die, also man muss sagen, dass es ist nicht so, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man sagt, okay, dadurch gehen die Schmerzen weg, sondern die Schmerzwahrnehmung verändert sich. Also der Schmerz ist nicht mehr so präsent in meinem Kopf und bestimmt mein Dasein in dem Moment, sondern es dämpft das einfach so ab, dass sich das einfach wesentlich leichter ertragen lässt. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Und das heißt, du hast dich selbst mit Cannabis therapiert und wie lange hast du dich therapiert oder ging es dir dann automatisch irgendwann besser, weil, okay, es tut deine Schmerzwahrnehmung dämpfen, aber die Ursache, also der Schmerz ist ja immer noch da. Ja, allerdings, man muss auch sagen, sehr starker Schmerz führt zusätzlich zu sehr starkem Stress. Und dann hast du so einen Kreislauf. Und Cannabis ist dann einfach so ein Break, der mir, wodurch ich dann einfach die Möglichkeit habe, einfach mal durchzuatmen, nicht unter diesem extremen Stress, weil sind ja nicht nur die Schmerzen, sondern du weißt in dem Moment, guck mal, ich bin selbstständig, ich weiß in dem Moment, okay, wenn ich jetzt einen richtig schlimmen Schmerzanfall habe, ich kann nicht gut arbeiten, ich kann mein Kind nicht gut versorgen, weißt du, du hast einen extrem hohen Stresslevel. Und der lässt sich einfach dann sehr gut in den Griff kriegen dadurch, ja. Also der Schmerz war davor schon da. Du hast Cannabis eingenommen und die Schmerzwahrnehmung wird gedämpft. Und gleichzeitig habe ich ja gesagt, okay, aber die Ursache, dass der Schmerz ist ja immer noch da. Die Ursache, ich habe eine chronische Erkrankung, die wird nicht geheilt durch Cannabis. Ja. Ne? Also man muss auch ganz klar sagen, Cannabis ist kein Allheilmittel, sondern ich brauche ganz viele Ebenen, um diese Erkrankung im Griff zu behalten. Was ich vorhin schon gesagt habe, Stressmanagement. Ja. Ich brauche eine gewisse Art von Ernährung. Cannabis ist aber ein Teil, der dazu beiträgt, dass es mir besser geht und dass ich diese Entzündungsreaktion durch das überschießende Immunsystem wird, wenn ich all diese Sachen gut im Griff habe, dann geht die Entzündung runter. Okay, ja. Und dann habe ich also es ist eine sehr arbeitsreiche Erkrankung. Stark auf jeden Fall, aber trotzdem packst du richtig viel in deinem Leben. Und ich habe auch eine Folge mit Vanessa gehabt, dass die Mehrheit der Menschen tendenziell Cannabis nicht so bewusst konsumieren, also eher zum, ich nenne es mal, Betäuben, zum Berauschen, zur Flucht. Wie würdest du deinen eigenen Konsum einschätzen? Noch nie zur Flucht. Also ich bin jemand, der sehr, wie sage ich das am besten? Ich habe gerne alles im Griff. Alles unter Kontrolle. Ja. Deshalb auch Microdosing, ne? Genau. Und ich bin niemand, der sich gerne wegschießt. Also gar nicht. Ich habe auch schon andere Sachen in meinem Leben ausprobiert, aber immer unter dem Aspekt zu gucken, okay, wie wirkt es auf den Kopf, wie wirkt es auf den Körper. Also schon immer ich habe einen sehr, sehr bewussten Konsum. Und deswegen, also für mich gibt es dieses, ich brauche nicht aus meiner Realität fliehen. Das ist für mich unnötig. Also weil ich zusehe, dass ich meine Realität so bewerkstellige oder so im Griff habe, so gut es geht, dass ich nicht fliehen muss. Also also wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste oder es gäbe Themen in meinem Leben, vor denen ich fliehen müsste, da würde ich mir Hilfe suchen. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das Definitiv. heißt, wie sieht denn dein Konsum bei dir aus? Also nimmst du dir denn, du sagst, okay, ich rauche jetzt ein und dann nehme ich mir diese Me-Time ganz alleine für mich
und spüre bewusst in mich hinein, okay, was passiert jetzt mit meinem Körper? Kann ich jetzt runterfahren? Gibt es vielleicht Stressfaktoren, die ich gerade vergessen habe? Oder ist es wie bei manchen so zwischen Tür und Angel irgendwie und dabei 1 Million Sachen noch nebenher machen, auf Handy scrollen, Netflix gucken? Nee, eigentlich weniger. Also ich bin ein sehr, sehr, sehr bewusster Konsument. Und ich schaffe mir, also wenn es jetzt nicht um reine Schmerzregulation geht, weil reine Schmerzregulation, da bist du in einem Ausnahmezustand, Ja. da geht es wirklich darum, dieses Mittel zu nutzen, um die Schmerzen so zu dämpfen. Aber ich würde sagen, so in meinem normalen Konsum packe ich, wenn ich konsumiere, packe ich das immer in einen Rahmen, der noch mehr enthält. Also das ist dann wirklich so, dass ich mich zurückziehe. Für mich, also ich rauche auch am liebsten alleine und dann was Schönes zu trinken, und das ist ein sehr, sehr, sehr bewusster Konsum. Also schon immer gewesen. Schon immer gewesen. Wenn ich also wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt ja bei mir verschiedene Stadien, in denen ich konsumiere. Also sagen wir mal, so im ganz normalen Alltag konsumiere ich zum Beispiel auch sehr wenig, tagsüber fast gar nicht, weil ich, wie gesagt, einfach möglichst alles im Griff haben will. Und, mein Konsum liegt dann eher so, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen stressigen Arbeitstag hatte, dann mache ich einen Break. Bevor ich noch zu Kind, Haushalt, Family, whatever, mache ich einen Break für mich, ganz alleine im Büro. Und dann rauche ich entweder einen kleinen Spliffy oder ein Vape oder je nachdem, worauf ich dann Lust habe. Und das dann auch erstmal in einer sehr kleinen Dosis, weil dann geht ja das Abendprogramm meistens, nach der Arbeit geht dann noch das Abendprogramm los, Hausaufgaben, Essen, Vorbereiten des nächsten Tages. Und so die Hauptdosis, nenne ich es jetzt mal, rauche ich eigentlich, wenn mein Tag geschafft ist. Wenn ich wirklich mir auch erlauben kann und meinem Körper auch erlauben kann, wirklich in eine komplette Entspannung zu gehen. Und ich weiß, da warten jetzt nicht noch große Aufgaben auf mich. Das ist so, genau. Und was würde passieren, wenn du das auslässt? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich konsumiere jetzt konstant seit 10 Jahren. Täglich. Ja. Und ich habe natürlich drüber nachgedacht, aber ich brauche keinen Toleranzbreak, weil ich sehr wenig konsumiere und gar keine hohe Toleranz habe. Und es wäre eigentlich eher, dass man mir, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, du darfst das jetzt nicht mehr, aus was für Gründen auch immer, würde mir eigentlich ein sehr elementarer Baustein fehlen, der mich ausmacht und der dazu führt, dass ich ein sehr entspanntes Körpergefühl auch habe. Das würde fehlen. Also es geht bestimmt, also bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Also man sollte auf jeden Fall Substanzen auch weglassen können, das ist ganz wichtig, aber ist nicht geplant. Also dir fällt es leichter, körperlich und mental abzuschalten mit deinem Ritual abends, was du mit definitiv. Cannabis machst. Also wenn es nicht um die reine Schmerzregulation geht, ist Cannabis für mich ganz klar Self-Care. Self-Care und Unterstützung. Und dann gibt es noch so Phasen, wo ich das nutze, um die Kreativität ein bisschen zu pushen. Das sind dann auch die Phasen, wo ich dann auch darauf achte, was für Strains ich rauche. Zum Beispiel so Tropicana Cookies ist ein Strain, der bei mir sehr hilft, um in eine kreative Phase zu kommen. Also so diese Phasen gibt es dann auch noch so dazwischen. Und wie funktioniert das? Oder was meinst du mit kreativer Phase? Du hast deine bestimmte Strain, sitzt dann vor einem Blatt Papier, rauchst dann und sagst, okay, ich brauche jetzt gerade Ideen, oder wie machst du das genau? Nee, also eigentlich unabhängig vom Gestaltungsprozess. Also wenn man jetzt bei mir zum Beispiel als Designer guckt und sagt, okay, ich habe jetzt ein neues Projekt, ich müsste jetzt in einen Gestaltungsprozess gehen, dann gibt es eher noch die Vorstufe. Und das ist, wo ich sage, okay, ich
mach mal den Kopf frei von allem, Mhm. vape eine bestimmte Sorte und gib mir mal ein paar Stunden einfach auch gar nicht auf das Projekt bezogen nachzudenken, einfach so ein bisschen Gedanken laufen lassen Mhm. und ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, wenn man sich mit was beschäftigt und manchmal nicht so weiterkommt, dann macht es Sinn, einen Break zu machen. Ja. Und ich nutze das ganz bewusst, indem ich Cannabis erstmal konsumiere, dann mir Zeit lasse, einen Break mache und dadurch dann so das Gefühl habe, dass das einfach so neue Ideen aufploppen, aber dann erst im Gestaltungsprozess. Und ich habe auch schon unter Cannabis gemalt, aber das ist dann eher so ein privates Ding. Ne? Ja. Also es geht auch. Okay, also du setzt dir schon eine Art Intention, also du sagst, okay, Immer. jetzt Im Konsum geht es um immer. körperliche Entspannung, mit der Intention gehe ich rein, oder du sagst, jetzt geht es um Kreativität, das heißt, ich möchte jetzt was loslassen und jetzt nicht mir 10.000 Gedankenschleifen darüber Ja. machen, weil darauf komme ich eh nicht, wenn ich mir zu sehr Mühe mache, Ja, genau. um dann was loszulassen und dann in einen, sage ich mal, kreativen Prozess zu gehen. Genau, also es ist immer eine Intention dahinter. Also es ist nie, also was ich vorhin schon gesagt habe, es gibt für mich nie dieses, ich muss mich wegrauchen. Das funktioniert bei mir auch gar nicht, muss ich sagen, komischerweise. Also ich muss auch sehr, 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 sehr aufpassen. Ich habe also wirklich schon vor vielen, vielen Jahren, schon vor 10 Jahren gemerkt, dass Cannabisblüten nochmal eine ganz andere Wirkung als Hasch haben. Mhm. Weil in Hasch die ganzen Inhaltsstoffe, Terpene, einfach durch Luft, Licht umgewandelt sind Mhm. schon in ihrer Struktur und schon eine leicht abgewandelte Wirkung haben. Mhm. Und wenn ich zu viel Blüten rauche, dann merke ich, dass das vom Kopf her, das ist nicht so meins. Also es kann dann auch schon so ein leicht depressive Verstimmungen gehen. Also da muss ich Mhm. schon sehr, sehr aufpassen und das passiert mir mit Hasch halt einfach nicht. Und das tust du wie konsumieren? Oder auch immer essen? Hasch? Ja. Ja, am allerliebsten eigentlich, Okay. muss ich sagen. Oder über ein Vape. Es gibt inzwischen auch gute Vapes, mit denen das. Und ich muss zugeben, ich rauche auch ganz gerne mal mit Tabak. Ja, ich weiß, steinigt mich, aber. Okay, krass. Das heißt, Cannabis ist schon ein elementarer Baustein in deinem Leben. Ja, absolut. Das In heißt, so vielen Bereichen, also wirklich im Self-Care, Medical und dann natürlich auch im Job, ne? Also wir arbeiten in dem Business. Ja. Und das ist schon so eine kleine Leidenschaft. das ist schon Eine Pflanzenleidenschaft. Und gibt es in deinem Freundschaftskreis auch viele, die konsumieren, und gehst du auch offen damit um, oder hältst du das lieber ein bisschen low-key, weil ich weiß nicht, ob du es einfach so frei erzählst? Das ist eine Entwicklung gewesen. Also da gab es natürlich dann den Break mit der Legalisierung, ganz klar. Vorher war das komplett verdeckelt. Also da habe ich da mit gar keinem drüber gesprochen. Also außer jetzt wirklich mein Mann oder ganz, ganz, ganz enge Freunde. Aber ich habe jetzt, oder ich hatte früher im Freundeskreis auch kaum Menschen, die konsumiert haben. Und wir sind alle so sozialisiert, dass Cannabis die Einstiegsdroge ist. Ja. Ist einfach so. Und also ich muss dir sagen, selbst nach den ganzen vielen Jahren, auch jetzt, wo ich so viel auch in der Branche arbeite, ich bin es auch immer noch nicht ganz los. Also bei mir steckt das auch immer noch so ein bisschen drin. Und deswegen, also bis zur Legalisierung war das top secret. Bei allen, bei deiner Familie, deinen Freunden, bei allen? Also bei meiner Familie nicht, nein. Okay. Also Vince sowieso, der ist ja auch Cannabis-Patient und logischerweise Familie und ganz, ganz enge Freunde, die wussten das. Ja. Aber ansonsten auf gar keinen Fall. Gar nicht. Und auch gar nicht mal wegen mir. Also ich muss sagen, ich für mich kann das oder konnte das immer gut rechtfertigen, weil ich kenne meinen Konsum, ich kenne mein Warum. Ja. Das ist eine für mich der wichtigsten Sachen. Für mich war aber der ausschlaggebende Teil, das für mich zu behalten, weil ich ein Kind habe. Und meine allergrößte Angst, dass es für ihn in irgendeiner Art und Weise Nachteile gehabt hätte. Wie alt ist der? Er wird dieses Jahr 17, also jetzt ist er schon groß, aber guck mal, vor 10 Jahren, als Ja. ich so richtig deep in die Sache eingestiegen bin, da war er 10. Und
konsumieren tue ich, seitdem ich 16 bin. Okay, krass. Du hast aber schon offen mit ihm kommuniziert? Also wusste er, was du konsumierst? Mein Sohn? Ja. Also mein Sohn weiß das, seitdem ich es medizinisch nutze. Mhm. Vorher nicht. Gab für mich gar keinen Grund, mit ihm darüber zu reden. Also Okay. er war auch viel zu klein dafür, ne? Also das Ja, aber kann ja sein, dass, ich meine, Kinder erzählen ja alles frei, ne? Und wenn er dann irgendwie erzählt, hey, willst du mit mir spielen kommen, meine Mama? Und dann hat er irgendwo in einem Nebensatz noch gedroppt, irgendwie meine Mama konsumiert und dann hört das die Mama. Ich meine, früher kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Vorurteile. Ganz genau. Und deshalb war das überhaupt gar kein Thema. Also vor meinem Sohn sowieso, wie gesagt, erst seitdem ich das medizinisch nutze und seit der Legalisierung. Aber vorher war das überhaupt gar kein Thema. Also ich hab auch noch nie, selbst seitdem ich das medizinisch nutze, ich habe noch nie von meinem Sohn konsumiert. Ah, okay, krass. Also ich rauche zum Beispiel auch Zigaretten, sehr, sehr wenig, Gott sei Dank. Aber ich rauche auch nicht von meinem Sohn. Ah. Also da bin ich total straight. Das ist mir total wichtig. Also erstmal will ich nicht, dass er zum Beispiel sowas wie Tabak als etwas Normales im Alltag sieht. Ja. Das war mir total wichtig. Ist es einfach nicht. Mhm. Ne? Also wir haben da auch eine Droge. Und Cannabis, ich muss sagen, was Cannabis angeht, ist er dann so ein bisschen reingewachsen in Ja. diese ganze Sache. Also ich habe ja dann kam halt die medizinische Geschichte dazu. Als Deutschland in die Teillegalisierung gegangen ist, war eine der allerersten Sachen, die ich gemacht habe, ist ein Grow-Zelt aufzubauen. Und ab dem Moment habe ich ihn mitgenommen. Okay. Ne? Also habe ihm allerdings nie im Konsum. Nie. Okay. Ich habe ihn mitgenommen, was den Anbau angeht. Ich habe ihm das Zelt gezeigt. Das steht bei uns in einem abgeschlossenen Zimmer oder stand es. Inzwischen ist es sogar in einem anderen Stockwerk. Und ich habe ihn mitgenommen, weil ab dem Moment habe ich mich dann natürlich auch noch viel intensiver damit beschäftigt und konnte noch viel mehr erklären. Ne? Dann ab dem Moment habe ich gesagt, guck mal, das ist eine Pflanze und so wächst die und ne, wenn du was wissen willst, lass uns drüber sprechen. Also jetzt mal so ganz grob. Ja. Und das Lustige bei meinem Sohn ist, er ist null interessiert an dem Thema. Wirklich? Absolut gar nicht. Ja, weil also er weiß das alles, er weiß, dass ich medizinisch konsumiere, er weiß, dass wir Pflanzen anbauen, er weiß, dass wir beide, also sowohl mein Mann als auch ich, in der Szene arbeiten. Und es interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, weil ihr so deep drin seid, das ist halt uncool. Weil als Teenager will man ja gefühlt immer das Gegenteil von dem machen. Ja, und er darf halt teilhaben an allem. Ja. Ne? Also er darf es sehen, auch wenn die ganzen Sachen abgeschlossen sind. Es ist natürlich für mich okay, wenn ich sage, okay, pass auf, heute, ich gehe jetzt gießen, möchtest du mal mitgucken? Ja. So, nö. Das Aber Lieblingswort meines Teenagers. Nö. Aber hast du schon schräge Blicke von anderen Menschen bekommen für den Lebensstil, den du führst? Oder hast du das immer so versteckt gehalten, dass es nie dazu kam? Also wir stehen ja ein bisschen in der Öffentlichkeit. Ja. Jetzt auch mit der ganzen Geschichte, muss man sagen. Und ich habe, bevor ich den Growers Wife Account gemacht habe, hatte ich noch einen anderen Account, der heißt German Hash Queen. Da habe ich mich halt nur mit Hasch beschäftigt. Und ich habe dort nie Gesicht gezeigt, weil ich einfach riesen Angst hatte. Ich hatte so eine große Angst, dass irgendwie Probleme jetzt, wie gesagt, nicht für mich, sondern für meinen Sohn auftreten. Und dann kam der andere Account und dann habe ich Gesicht gezeigt und habe ja auch bei euch auf der Messe gesprochen, habe auch auf anderen Messen schon gesprochen. Und dann ist was passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Dann sind Mütter aus der Schule meines Sohnes auf mich zugekommen und haben gesagt, du konsumierst Cannabis. Und ich so, kannst du mir erklären, wie ich das am besten mache? Niemals. Ja. Wirklich? Ja. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet. Aber es kamen Mütter und da war ich so, oh, ja. Ja, also bitte. Warte. Er ist 17. Du hast ihn von der Schule abgeholt, wie immer.
Ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre Ja, her. genau, aber du ne? hast sie von der Schule abgeholt und die so, pss, pss. Oder, Ich habe dich auf Instagram gesehen. ach, Und geil. im ersten Moment war ich super frost-shocked und dachte, oh Gott. Und ich habe gesehen, dass es andere Möglichkeiten gibt, als das zu rauchen, sondern mit dem Vapo. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir was empfehlen? Und es war nicht nur eine, es waren 3 Mütter, die innerhalb relativ krass. kurzen Zeitraum auf mich zugekommen sind. Das war so cool. Krass. Und die haben dich nach Hilfe gefragt. Du hast du wahrscheinlich auch gegeben, die Hilfe. Aber was glaubst du, warum die das ausprobieren wollten? Die hatten das schon ausprobiert. Also das Ah. war jetzt, das sind also viele Mütter, glaube ich, konsumieren Cannabis und zeigen es nicht Ja. oder trauen es nicht, sich zu zeigen. Und die sind eigentlich aus dem Grund auf mich zugekommen, weil sie gar nicht wussten, was für andere Möglichkeiten es gibt, außer Cannabis ganz normal in der Verbrennung zu rauchen. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals in einer Story ein Vape hatte, Mhm. zum Vapen. Und daraufhin sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, so, also wir wollen, oder 2 haben noch nie mit Tabak konsumiert, Ja. die wussten überhaupt gar nicht, so pur, dann hat man gleich so viel und dann ist man gleich so, Ja. ne, und über ein Vape kannst du da wesentlich kleinere Mengen wesentlich besser steuern, ist außerdem noch viel gesünder als mit einer Verbrennung. Und das war für mich so der super Aha-Effekt. Ich dachte so, wow. Ja, war cool. Krass. Aber was haben die gesucht? Weil ich bin ja so ein richtig neugieriger Mensch, ne? Weil ich bin immer so, okay, die wollten den Konsum ausprobieren, aber was haben die sich erhofft mit dem Konsum? Keine Verbrennung mehr. Keine Verbrennung und kein Tabak. Okay, aber was Da- haben die sich, also Entspannung? Entspannung nicht ist es, ja, Stress? ja, Was- bei den, genau. Also das sind 2 davon haben auch schwere chronische Erkrankungen und die haben dann halt mitgekriegt, dass ich das im Zuge von einer Schmerztherapie halt nutze. Ah, okay. Und die andere hat gesagt, so, ich kann nicht schlafen. Ach so. Ich kann einfach nicht schlafen, Wenke. Ich habe 3 Kinder zu Hause. Ich Boah, gehe das ist den Katastrophe, wenn man als ganzen Mama Tag, nicht ich schlafen kann den ganzen Tag arbeiten. Ich kann nicht schlafen. Ich sage, ja klar, lass uns gucken. Also da finden wir was. Dann haben wir ein bisschen Strains geguckt und was ihr helfen könnte. Dann habe ich ihren Vapo empfohlen. Und die sind alle ganz happy. Immer Das noch. heißt, die kann schlafen. Weißt du? Jetzt schlafen. Ja, ja. Okay, krass. Aber dann hast du ja auch vielen Mut gegeben, ne? Ja. Weil das schon sehr hilfreich ist, wenn man sich austauschen kann. Ich glaube, wenn es da draußen jemanden gibt, der konsumiert und Gesicht zeigt und Mutter ist und ein Business hat, dann bist du eher bereit, dich mit dieser Person auszutauschen, Ja. weil das ist nicht dieses Klischee, dieses Kiffer-Klischee, Ja. ne? Sondern auf so eine Person gehst du zu und kannst dann auch ganz offen sein. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Intention mit diesem Account. Und ich würde eigentlich auch gerne noch ein bisschen mehr so in diese Richtung gehen. Aber aktuell ist es halt Grow. Und ja, also ich denke, es braucht neue Vorbilder von Frauen, die konsumieren, es zeigen, sich nicht schämen und einen guten, gesunden Konsum haben. Ja, weil natürlich gibt es dieses Kiffer-Klischee, aber eigentlich sind ja die Mehrheit der Konsumenten sind ja Gelegenheitskonsumenten. Ja, ist bei den meisten. Also ganz normale Menschen mit einem Job, die haben Familie. Ja, die wollen auch nicht, die wollen ja auch nicht entfliehen, sondern bei den meisten ist es halt wirklich so dieser Punkt, so Mensch, ey, ich kann nicht schlafen oder der Stress ist gerade so groß oder so. Und bei der einen Mama habe ich dann auch erklärt, wie ich wirklich ein schönes Self-Care-Ritual daraus für mich mache. Und die fand das ganz toll, yeah. Aber für mich auch ein krasser Moment, weil ich ja so eine Angst hatte, dass da irgendwie irgendwas aus der Schule meines Sohnes kommt, was für ihn zum Nachteil ist. Das war meine größte Angst die ganze Zeit. Und dann kommen da Frauen auf dich zu und sagen, erklär mir das mal. Das ist geil. Geil. Mega schöne Geschichte auf jeden Fall, Wenke. Ich auch. Eine Frage, die mir noch die ganze Zeit im Kopf schwirrt, die wir am Anfang hatten, war dieses Thema Angst. Was war das?
Angst ist kein guter Ratgeber. Angst ist kein guter Ratgeber, weil du ja viele Projekte gerade machst, Stress hast, Cannabis dir unter anderem hilft und Angst, letztendlich unter Stress ist mindestens eine Angst. Eine Angst, es nicht zu schaffen, eine Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Also ist leider so. Und wie schaffst du es, deine Angst wirklich wahrzunehmen? Hilft dir Cannabis vielleicht dabei? Und woher weißt du, okay, jetzt entscheide ich aus einer Zuversicht? Das ist eine echt gute Frage. Mhm. Also ich glaube, diese Wahrnehmung erstmal dafür, was in mir vorgeht, die habe ich sowieso grundsätzlich schon sehr lange. Mhm. Also ich kenne mich persönlich sehr, sehr gut Mhm. und kann auch unterscheiden, ob das ist das Stress oder bin ich überfordert oder waren es heute zu viele Eindrücke oder ist es wirklich eine Angst, Mhm. die dahinter steckt. Also ich glaube, das ist ja erstmal ganz wichtig zu gucken, was ist da irgendwie überhaupt mit mir los. Mhm. Die Wahrnehmung ist bei mir sowieso da. Mhm. Also dafür brauche ich Cannabis nicht. Ich muss eher aufpassen, dass ich zum Beispiel nicht den falschen Strain rauche und der bei mir zusätzlich noch Angst auslöst. Also das kann halt auch passieren. Ne? Also ich habe Erfahrungen gemacht, dass gerade Blüten bei mir schnell ich würde sagen, zu Angst führen können, zu depressiven Verstimmungen, zu Angst. Also da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Und Aber glaubst du vielleicht, dass da in dem Moment doch irgendwo eine unbewusste Angst bei dir schlummert und Cannabis die vielleicht verstärkt in dem Sinne? Oder glaubst du, das ist wirklich eine, ich sag's mal, komplett random Angst, mit der habe ich wirklich gar nichts zu tun? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es würde verstärken. Ja, ich denke ja. Ja. Weil also Ängste ich glaube, sind einfach da. Also ja, weil ich bin so ein Mensch, ich glaube daran, dass jede Pflanze für einen bestimmten Zweck gegeben wurde. Und deshalb mache ich auch diesen Podcast, um einfach mal ganz andere Seiten zu zeigen. Und wenn du rauchst und krasse Emotionen, Ängste und alles hochkommt, weil es kann ja genauso sein, dass eine andere Person das raucht und bei ihr ist das nicht. Und alles, was dir passiert in deinem Leben, sei es im Außen oder im Innen, ist ja irgendwo eine Reflexion von dir. Aber wir uns ja oftmals die Zeit im Alltag nicht nehmen, um diese tiefe Verbindung zu uns mit allen Licht- und Schattenseiten, Emotionen, Ängsten, die wir so haben, weil die teilweise nicht erträglich sind, weil manchmal einfach zu viel wird und das verstehe ich auch, aber dass es dann halt auch hochkommt und dann, natürlich kann man sagen, ja, das liegt an Cannabis, das holt es jetzt hoch, aber gleichzeitig würde ich mir ja schon die Frage stellen, okay, hast du doch vielleicht eine unbewusste Angst und magst du dir die anschauen? Und deshalb finde ich krass, dass du gerade schon diese Erkenntnis hast, okay, ja krass, kann schon eine sehr, sehr unbewusste Angst sein, die versteckt wird. Also ich denke, ich habe ganz viele Ängste. Also jetzt Jeder erstmal, ne? Also es gibt ganz, 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 ganz viele Ängste bei mir. Und ich kenne sie Ja. und dadurch sind sie nicht wirklich bedrohlich. Mhm. Und ich glaube, dass ein unbewusster Cannabiskonsum Mhm. dazu führen kann, dass diese Ängste verstärkt werden, aber nicht, weil diese Ängste begründet sind, sondern einfach nur, weil dieses Angstgefühl durch eine psychoaktive Substanz massiv verstärkt werden kann. Richtig. Und da muss man natürlich einfach aufpassen. Ja, aber vielleicht auch, weil, also ich sage mal, im Leben, wenn du dir etwas nicht anschaust, dann, oder eine Angstform nicht anschaust, dann wirst du diese Erfahrung bekommen, wo diese Angst jedes Mal getriggert wird. Und die wird jedes Mal stärker getriggert, damit dieser eine Moment kommt, wo du endlich aufwachst. Das ist so also die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, wo ich sage, ey, okay, sorry, Universum, habe ich mir bisher nicht angeschaut. Heute ist der Tag, weil tat hart weh, diese Erfahrung, die ich heute gemacht habe. Ja, okay, verstehe. Und das tue ich mir jetzt anschauen und für mich in Heilung bringen. Weil ja heute das Thema, also heutzutage unsere Generation ist ja sehr, sehr schon sehr bewusst mit allen den Emotionen. Und wir sind ja auch
daran interessiert und die Generation vor uns haben ja auch die ganzen Sicherheiten geschaffen, damit wir uns überhaupt so Gedanken machen können über unser Leben, unsere Emotionen, über unsere Ängste und dass wir auch die Sachen in Heilung bringen können halt, ne? Ja, definitiv. Wobei ich denke, dass Cannabis nochmal Ängste auf eine Art und Weise verstärken kann, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Also wenn du einen ungesunden Konsum von einer psychoaktiven Substanz hast, können selbst Ängste, die klein sind und die, sage ich mal, normal sind, jeder Mensch hat Angst, können hochgeschraubt werden in eine Dimension, die dir so viel Angst macht, dass du, und da geht es gar nicht mehr darum, ist da jetzt wirklich ein handfester Grund dahinter, sondern du hast ein Gefühl in deinem Körper, eine Angst. Und ich glaube, dass durch diese psychoaktive Substanz kann das so stark verstärkt werden und ohne logischen Grund. Ja. Das heißt, du sagst schon, wenn du konsumierst, dann schau, dass du emotional, psychisch und Setting bei Cannabis. stabil bist Ja. und dann bewusst damit umgehst. Aber schau, also du musst stabil sein in dir. Also ja, also würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal so als Grundaussage stehen lassen. Ich kenne natürlich auch Personen, die psychische Erkrankungen mit Cannabis behandeln. Wäre ich persönlich sehr, sehr vorsichtig mit. Aber, und kenne ich mich auch überhaupt gar nicht gut aus. Ja. Aber ist auch möglich. Aber grundsätzlich, ja, so Set und Setting. Also du solltest schon gucken, dass du in einem guten Zustand bist und das ist, ich denke, dass das Wichtigste also für mich, und das ist auch das, wenn mich jemand fragt, ist, du musst wissen, warum. Warum konsumiere ich jetzt? Das ist das Allerwichtigste. Und wie viel Prozent würdest du schätzen, wissen, warum sie konsumieren? Und das ist eine sehr gute Frage. so aus deinem Umkreis ist ja sowieso die Schätzung. So, wie viel Prozent wissen, warum sie konsumieren und wie viel Prozent wissen es gar nicht? Also in meinem Umkreis sind eigentlich, würde ich sagen, der Großteil der Menschen sehr, sehr, sehr fokussiert darauf und sehr bewusst im Konsum. Also in meinem Umfeld, ja. Was jetzt so in der Welt so draußen noch passiert, kann ich dir nicht sagen. Kenne ich jetzt keine Studien, aber die Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch die Menschen, die ich jetzt über die letzten Jahre in der Szene kennengelernt habe, war schon der größte Teil, würde ich sagen, ein sehr bewusster Konsum dabei. Und was würdest du sagen, ist so das Hauptziel? Ist das die Entspannung? Ist es der Rausch? Ist das Loslassen? Von anderen Menschen? Ja, so in deinem Umfeld so. Was ist so, was die Mehrheit so bezweckt mit dem Konsum? Weil sie Also ja wissen, ich kann das ziemlich genau sagen von dem Frauenzirkel, Ja? mit dem ich zu tun habe. Und da ist das genauso wie bei mir. Also da geht es darum, zu entspannen, den Alltag wirklich loslassen zu können. Das kann man ja ganz oft nicht, wenn man so hochgetaktet ist, dann abends wirklich runterzufahren. Und dabei hilft es halt einfach sehr. Okay, wirklich. Also in deinem Frauenzirkel sagst du, die Mehrheit Konsumieren alle sehr, 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 ja, mit sehr der bewusst. Mit der Intention, wirklich den Alltag dann in dem Moment loslassen zu können als kleines Genau, zu Ritual. entspannen, Self-Care. Und natürlich ist es auch ein schönes Gefühl, wenn man, also ich mag das halt auch wirklich abends, wenn ich dann so sitze und THC überflutet mein Hören, dann ist das halt wirklich so dieses okay. Und ich mag das auch sehr. Also abgesehen davon, dass ich das mit einer Intention mache, ist das natürlich trotzdem auch ein sehr schönes Gefühl. So, okay, gut, der Kopf lässt jetzt los, der Körper lässt jetzt los. Ich habe jetzt nicht mehr diese 5000 Tabs vor Augen, sondern ich kann wirklich gerade mal so durchatmen und habe meinen Fokus nicht komplett auf dem, was ich alles noch zu tun habe, sondern ich kann halt wirklich kurz runterfahren und loslassen. Loslassen, ja. Und wie lange hält das an? Also da ich konsumiere abends erst
Und eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, bis ich ins Bett gehe, ist dann auch eine gute Sache für mich, um einzuschlafen, weil ich jetzt nicht sonderlich gut einschlafen kann. Ja, dann bis ich mehrere Stunden. Mehrere Stunden, bis zum nächsten Morgen, bis ich aufwache und mich fit. Geil. Und warum, das heißt, Cannabis konsumierst du täglich, war das, ne? Ja. Als deine Self-Care, deine Me-Time. Warum hast du dich damals entschieden, dann auch selbst anzubauen? Der Schritt war ein ganz kleiner. Also ich bin super passionierter Gärtner. Ja, das stimmt. Ja, Hausmeister. Ne? Hausmeister und Gärtner. Und ich bin aufgewachsen bei einem Großvater, der einen riesen Garten hatte. Und wir haben Kartoffeln angebaut, Erdbeeren, Himbeeren, wirklich alles. Wir hatten mehrere Bäume mit Steinobst. Also ich bin aufgewachsen mit den Händen im Dreck. Und ich habe das schon immer geliebt. Und wir haben jetzt einen kleinen Garten, das heißt, ich kann da ein bisschen was machen. Und dann war dieser Schritt ein ganz einfacher. Okay, ich habe da etwas, was mir hilft. Und ich kann es auch noch selber anbauen. Yeah, let's do it. Krass, das heißt, du hast dann dir Samen gekauft? Ja. Hast du meintest, du hattest noch ein Grow-Set oder hast du es im Garten angebaut? Nee, ich mache komplett Indoor. Bei dir in der Wohnung? Genau. Und dann hattest du deine Ernte und das hast du auch alles selbst geraucht? Ja, das war ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel bei der ersten Ernte. Und das habe ich verarbeitet zu Hasch. Ja. Und genau, das konsumiere ich dann selber. Hast du einen Unterschied gemerkt zwischen deinem selbstgebauten und das von der Straße? Meins war natürlich besser. Aber inwieweit besser, vom Gefühl her? Erstmal war ich super stolz, dass ich es selber angebaut habe. Ganz ehrlich, das war so selber ernten, lagern, selber verarbeiten, Ja. so diese ganzen handwerklichen Sachen. Ich liebe das. Ja. Und ich habe ja, bevor ich selbst angebaut habe ich mein Cannabis über Rezept bezogen. Und man muss sagen, der medizinische Markt hat sich sehr verbessert über die letzten Jahre. Aber die ersten Sachen, die ich auf Rezept bekommen habe, waren Heu. Keine guten Terpenprofile vom Geschmack. Ich sag mal, die Wirkung war okay. Also das war schon soweit okay. Aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dem jetzt, was du jetzt medical bekommen kannst, Ja. und was du selber anbaust. Du hast halt ein sehr hohes Terpenprofil und sehr viel Geschmack in der ganzen Sache. Also ist schon ein großer Unterschied. Für die Anfänger, was sind Terpene und was ist ein Terpenenprofil? Und Terpene sind, also so ganz grob runtergebrochen, es ist quasi das, was du schmecken kannst und riechen kannst. Und es gibt auch gewisse Terpene, die zum Beispiel auch in anderen Pflanzen vorkommen, zum Beispiel Lavendel. Ne, da hast du so ein Terpen, was du auch in Cannabis finden kannst, was dann dazu beiträgt, dass du einen guten Geschmack hast. Verschiedene Terpene haben dann noch eine bestimmte Wirkung. Dann hast du einen Entourage-Effekt durch die ganzen Inhaltsstoffe, durch die ganzen Cannabinoide in Cannabis. Okay, das heißt, du hast dein eigenes Cannabis angebaut. Das hast du auch zu dir genommen. Und du sagst auch, das hat einen besseren Effekt gehabt. Nicht. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, weil es mein eigenes war. Nein, objektiv natürlich auch. Aber ich weiß. War super, ja. Okay. Aber war es schwer für dich, das anzubauen? Weil ich hatte auch es probiert und das lief richtig gut. Also ich hatte ganz schön viele, also ich weiß nicht, ich habe eigentlich normalerweise gar keinen grünen Daumen. Aber in diese Pflanzen habe ich echt viel Liebe reingesteckt. Ich habe auch mal mit denen geredet. Ja, siehst du, das macht viel aus. Und energetische Liebe geschickt. Und die hatten eine krasse eine krasse Ausbeute. Ja. Weil auch mein Bruder meinte, ey, krass, dafür, dass das deine ersten Pflanzen sind. Ich so, okay, ich habe keinen Plan, die voll gut. Und deshalb glaube ich schon. Gar nicht so schwer, Cannabis anzubauen. Also das heißt, du machst einen Samen in die Erde, die braucht Licht, Wasser, das war's. Und dann wächst sie von alleine. Also erstmal ja. Oder? Ja, also ich habe auch immer, weil ich die Pflanze einfach so mag,
habe ich, wenn das Licht einigermaßen ausreicht, auch immer im Büro im Fenster eine kleine Pflanze stehen. Ja. Und selbst die, obwohl ich mich überhaupt nicht um diese Pflanze kümmere, ein bisschen Wasser Ja. kriegt die, das war's. Und selbst die blüht. Und selbst da habe ich 2 bis 3 Buds dran. Jetzt ist keine große Ernte. Aber ja, also man kann es natürlich auch also das ist ja, das ist ja genauso wie wenn du Früchte anbaust oder Blumen anbaust. Umso mehr Arbeit du reinsteckst, ob es nur Dünger ist, ob es vernünftiges Licht ist, vernünftiges Wasser, umso mehr Ertrag wirst du haben. Und das ist bei Cannabis jetzt, es ist kein Hexenwerk, es ist genau das Gleiche. Und ja, grob runtergebrochen sind es genau diese Sachen. Und würdest du empfehlen für die Leute, die jetzt keine Cannabis-Patienten sind, dass es sehr viel Arbeit ist? Also würdest du eher empfehlen, okay, baut euer eigenes Zeugs an, weil ihr wisst, was drin ist? Oder sagst du, nee, ist okay, dann bleibt bei euren alten Bezugsquellen? Nee, auf gar keinen Fall. Also vom Schwarzmarkt kann ich nur abraten. Ich glaube, da sind wir alle inzwischen gebrieft, einfach auch durch die Medien, was da von Haarspray über weiß ich nicht, was alles drin sein kann. Ich muss sagen, kenne ich mich jetzt nicht so deep Ja, aus. Fäkalien und so, da war wirklich crazy. Whatever. Und wenn du selber anbaust, dann weißt du ja, was du den Pflanzen gibst. Ja. Ne? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auch anzubauen. Also du kannst ja ganz viel machen. Du kannst auf Kokos anbauen, du kannst auf Erde anbauen. Du kannst rein Wasser, aber habe ich jetzt keinen Plan von. Ne? Ich habe mich ja dann damals dazu entschieden, auf Living Soil anzubauen. Das heißt, mir war ganz wichtig, dass es ein Kreislaufsystem ist, in das wo ich jetzt keine chemischen Dünger dazu gebe, weil ich mir einfach denke, das ist ja was mir gut tun soll. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt ablehnen will. Also auch mit mineralischem Grow kannst du ganz, ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen oder erzielst du ganz tolle Ergebnisse. Aber ich bin dann doch ein kleiner Öko im Herzen und habe gedacht, okay, dann machen wir Living Soil. Mein Mann dann, oh, das ist total kompliziert. Was ist Living Soil? Living Soil, da verzichtest du halt auf mineralische Dünger und hast ein mikrobielles Bodenleben, was du pflegst. Also du pflegst den Boden. Ja. Ich habe auch Regenwürmer drin. Das heißt, und alles, was von der Pflanze abgeschnitten wird, bleibt im Beet, wird von den Mikroorganismen dann weiterverarbeitet, sodass die Erde den Pflanzen halt immer alles zur Verfügung stellen kann, was sie brauchen. Also komplett ohne Dünger und das. Also du solltest schon, also ich meine, wenn du so ein Indoor-Beet hast, da sind irgendwann die Nährstoffe alle. Ja. Ne? Also selbst wenn du deine Blätter reinwirfst, dann arbeitest du mit dem, was mein Opa früher gemacht hat, mit Kompost. Ja. Du holst dir jetzt nicht unbedingt den Kompost von draußen, weil du schon ein bisschen darauf achten musst, dass du dir nicht die ganzen Ungeziefer mit reinholst. Aber du kannst Komposttee ansetzen, du kannst Fermente ansetzen. Das heißt, das sind Pflanzen, die fermentiert sind mit Zucker und über einen gewissen Zeitraum gebraut werden. Oder dieser Komposttee wird über 24 oder 48 Stunden gebraut. Damit regst du dann halt das mikrobielle Leben im Boden an. Ja. Und dadurch werden halt alle Inhaltsstoffe, die die Pflanze braucht, dann zur Verfügung gestellt. Das ist praktisch der Biogrow bei Der Menke. Biogrow, genau. Okay, krass. Und machst du das weiterhin? Das für mache deine ich weiterhin, Okay, ja. aber konsumierst du auch nur deine eigenen Blüten aktuell? Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt, ob das jetzt rechtlich problematisch wäre, aber ich darf natürlich auch mal die Blüten von meinem Mann testen. Aber ansonsten ist alles in-house. Okay, das heißt, ihr bezieht gar nichts mehr von außen. Doch. Wir sind trotzdem beide noch Patienten. Ah, okay. Weil ich halt mit meinem Grow nicht konstant sicherstellen kann, dass was da ist. Ja. Weil ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit habe, dass ich da jetzt Riesenpflanzen ranzüchte. Ja. So, also wir sind beide noch Patienten und haben auch noch Cannabis auf Rezept. Okay, und du hattest ja erzählt, dass ihr jetzt noch einen Social Club gründet. Dabei hast du ja einen Job, der sicherlich
gut bezahlt ist, weil du hier immer noch sitzt. Warum machst du den? Es war einfach jetzt der logische Schritt, fanden wir. Es war jetzt einfach der logische Schritt. Ihr macht das bei euch in eurem Ort. Genau, wir machen das bei uns. Und oder sagen wir mal, mein Mann hat ja, was den Anbau angeht, ein wesentlich größeres Wissen noch als ich. Und sein großer Traum ist es halt, eigene Genetiken ranzuziehen. Und das kannst du nur mit einem CSC. Weil du zu Hause einfach nicht die Möglichkeit hast, du bist begrenzt mit 3 Pflanzen. Ja. Und du kannst halt nicht selektieren, du kannst nicht 100 Samen sprießen lassen, weil Ja. es ist dann einfach illegal. Dann hast du 100 Pflanzen, die selektierst du, da suchst du die besten raus, dann kreuzt du vielleicht noch irgendwo was. Das kannst du im Privaten einfach nicht machen. Ah, okay. Und deshalb Und plant ihr einen deshalb, Social genau, Club ein Social Club bei euch in. Braunschweig. Und wie weit seid ihr da schon? Ach, noch ganz am Anfang. Die Bürokratie macht es uns nicht einfach. Warum? Was muss man da machen? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil da bin ich nicht drin. Das ist so ein großes Feld und da haben wir Gott sei Dank einen Geschäftspartner, der uns da unterstützt und da bin ich so unglaublich dankbar für, weil das würde ich nicht noch stemmen können. Also mich mit Bürokratie, Ämter, du musst so viele Anträge machen und ich kann leider, was das angeht, gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich kann dir dafür gerne meinen Geschäftspartner den Lennart zum nächsten Termin herschicken, der kann das mal ganz genau erklären, weil das übersteigt dann wirklich komplett einfach auch meine Zeitkompetenz. Ja, du hast ja einen Job. Ja. Okay, krass, okay. Viele Projekte bei euch. Ja. Das ist aber, verstehe ich, warum das mit dem Termin so lange gedauert hat. Ja, siehst du. Okay, das heißt, Cannabis ist für dich wirklich nicht nur ein Hobby, sondern so eine richtige Leidenschaft. Ja, ist einfach unser Lebensinhalt mit. Deine Me-Time, die du täglich auch hast mit Cannabis, es hilft dir auch auf gesundheitlicher Ebene. Das heißt, ganz schön viele Vorteile. Würdest du sagen, gibt es etwas an Cannabis, was du nicht feierst? Gibt es etwas an Cannabis, was ich nicht feiere? Ich glaube, in Bezug auf mich persönlich jetzt nicht so unbedingt. Also das, was ich ja vorhin schon erzählt habe, dass ich so ein bisschen aufpassen muss, wenn ich Blüten konsumiere, welche Art oder welcher Strain es ist, weil es sonst bei mir schnell Depressionen und Ängste auch triggern kann. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt bei mir persönlich. Und ansonsten sehe ich bei mir, dass ich einen so bewussten Konsum habe und mit dieser ganzen Thematik so bewusst umgehe, dass ich jetzt in kein großes Risiko laufe, weil ich die Pflanze einfach kenne. Weil die Pflanze hat Risiken, keine Frage. Ne? Also dessen muss man sich ganz klar bewusst sein, wenn man Cannabis konsumiert. Wenn du, es geht halt, also jetzt keine Erfahrung von mir, aber das ist ja das, was man manchmal so sieht. Es geht halt doch dann sehr, sehr schnell, dass du mit Cannabis in so laissez-faire und kein Bock mehr. Und ich denke, diese Gefahr birgt der Konsum einfach. Ne? Zusätzlich, dass man sich immer bewusst sein muss, es ist ein psychoaktiver Stoff, der in deinem Kopf oder in deinem Gehirn und in deinem ganzen System wirkt. Und das kann einfach auch zu Risiken und Nachteilen führen. Ich kenne mich so gut und ich kenne meinen Konsum und die Pflanze so gut, dass ich das für mich sehr gut einschätzen kann. Denke aber, dass nicht jeder steckt so deep in der Materie wie ich und in der Szene. Und das ist ja auch etwas, wo ich sage, wir brauchen noch wesentlich mehr Aufklärung über diese Pflanze. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und vor allem bitte der Konsum ab 21. Ja. Das ist so, so wichtig. Ich habe viel zu früh angefangen. 16. Und was hast du gemerkt, als du mit 16 angefangen hast? Ich hatte in Anführungszeichen das Glück, dass ich nicht in einer Gegend gewohnt habe, wo man leicht an Cannabis gekommen ist. Sondern ich habe, also
ich habe das dann über Freunde, der Freunde, der Freunde, der Freunde. Das war ein sehr, wenn überhaupt, ein sehr langer Weg. Ich habe auch sehr wenig konsumiert. Also ich würde sagen, so zwischen 16 und 20 oder 21, vielleicht so 4, 5 Mal im Jahr. Also jetzt kein stetiger Konsum. Ne? Aber hat es was bewirkt, wo du sagst, boah, das war jetzt gar nicht gut für mich damals, als du jung warst? Nee, habe ich nicht gemerkt. War ich, glaube ich, auch gar nicht sensibilisiert genug mit mir selber. Also, ja. Und Oder so. in dem Alter ist man, glaube ich, noch gar nicht so sensibel für sich selber. Und was kann das hier für Nachteile oder Vorteile für mich haben? Ich glaube, dafür brauchst du schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung und ein bisschen mehr Aufklärung. Ja, die halt noch nicht so ganz Genau, also ich da habe ist, ich hab wenn du das jung damals zum Abschalten. Ne? Ich hatte jetzt auch keinen super Stress oder so in der Schule. Ich musste mich jetzt nicht wegballern, sondern es war eher so dieses mit Freunden zusammensitzen, einen Joint rauchen und über Sachen irgendwie lachen. Also es war so dieses, Ja, so, weißt du, kennst ja bestimmt, wenn man in einer Runde sitzt und dann so zusammen einen raucht und dann alle die Lachflashs kriegen. So, das war einfach so das Lustige dann da dran. Aber ich hatte keine Möglichkeit, oft ranzukommen. Das war auch besser so. also damals, als du jung warst und konsumiert hast, war das eher so eine Spaßzeit, War ne? eine Spaßgeschichte, ja. Und das ist so lustig, weil ich habe in meiner Zeit nicht so viel geraucht, aber ich habe natürlich beobachtet in meinem Jahrgang und da gab es schon ein, zwei, wo ich dachte, puh, okay, die sind so krass abgerutscht, sei es in den Noten, im Unterricht, auch von der Persönlichkeit her. Und dann habe ich halt irgendwann erfahren, ja, der raucht halt regelmäßig. Und da habe ich schon gesehen, okay, krass, das kann schon viel bewirken. Aber auf der anderen Seite, wenn du jung bist, wie gesagt, man wird nicht aufgeklärt. Viele Themen, die dich beschäftigen, da musst du halt auch eine Person haben, mit der du offen drüber reden kannst. Sonst wird es halt, wie gesagt, zur Flucht. Ja, genau. Und dann ist es ein Kreislauf. Das heißt, du gehst in die Flucht, dann wird alles, dann tust du dich abschotten, deine Probleme werden nicht wirklich kleiner, sondern die verstärken sich und dann kommt man da schnell, glaube ich, in eine Spirale als Jugendlicher. Und Ja, ich ja, glaube, man braucht auch sowieso grundsätzlich im Leben ein bisschen Lebenserfahrung, um sich selber einschätzen zu können. Und also gibt bestimmt auch schon Teenager, die das mit 17, 18 können, aber habe ich nie kennengelernt. Und ich glaube, so ein bisschen Lebenserfahrung, sich selber einschätzen zu können, das brauchst du einfach auch, um einen gesunden Cannabiskonsum zu haben. das ist aber auch so lustig, was du erklärt hast. So als du jung warst, ging es darum mit den Freunden, dann habt ihr halt gelacht, dann ging es halt um Spaß. Aber jetzt, wo du erwachsen bist, geht es eher, machst du es lieber ganz allein, zum Entspannen, zum Loslassen, zum Alltag bewältigen und Ja, ist echt, ja, es stimmt. oder? Das ist doch ganz anders eigentlich. Ja, naja, klar, der Fokus liegt ja auch ganz anders inzwischen bei mir. Ne? Also es ist ja gar nicht so, ich wollte jetzt sagen, ich brauche keinen Spaß mehr. Doch, wir brauchen Spaß. Hallo, auch ich erwachsen brauche Spaß. Aber ich glaube, dass der Benefit von Cannabis bei mir einfach inzwischen auf einer anderen Ebene liegt. Mhm. Ne? Und dafür nutze ich ihn einfach. Und natürlich habe ich auch noch dieses ich treffe mich mit meinen Freundinnen, die auch konsumieren. Und ich habe das wirklich große Glück gehabt, dass ich in dieser Cannabis-Bubble Frauen kennengelernt habe, die mit denen ich ein sehr tiefes Band schließen durfte. Und mit denen treffe ich mich natürlich. Und dann ist es, dann konsumieren wir Cannabis natürlich, wenn wir zusammen sind, dann lachen wir. Und dann ist es auch noch mal ein bisschen was anderes, als wenn ich das alleine konsumiere. Okay, krass. Ja, ich habe mit meiner Freundin, starten wir ein Konsumexperiment, Ja, cool. wo wir mal mit einer richtigen Intention zusammen konsumieren, je nachdem, was sich so zeigt. Weil ich mache auch eine Coaching-Ausbildung, das heißt, je nachdem, was sich bei ihr zeigt, seien es Ängste, Sorgen, Blockaden, die dann hochkommen, würde ich mit ihr dann auch direkt auflösen. Und deshalb bin ich auch gespannt, wie das ist, so zu zweit. Wird auf jeden Fall auch eine Das kann ich mir aber sehr gut vorstellen, weil ich meine, es gibt ja auch so es gibt ja auch den therapeutischen Effekt einfach jetzt nicht nur im körperlichen, sondern auch im mentalen.
Und ich glaube, da kann man ganz viel ausprobieren. Ihr werdet wahrscheinlich einige Strains ausprobieren müssen, weil die sehr unterschiedlich auf die Psyche und auf den Kopf wirken. Ja, ich habe jetzt eine rausgesucht, die hat mein Mann einfach empfohlen. Aber perspektivisch würde ich natürlich mein eigenes anbauen und das dann konsumieren. Aber letztendlich geht es wirklich um die Intention und das Loslassen und dann einfach mal in den Körper fühlen. Ja. Und gucken, was sich dann zeigt. Und ja, ich bin deshalb auch gespannt, wie diese Session sein wird mit ihr. Aber ich glaube, wir werden weinen, wir werden Spaß haben, alles mal schauen. Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ja, sehr, lass dir vielleicht noch von einer Frau einen Strain empfehlen, weil es ist ja schon so, dass das bei Männern und Frauen es ja dann auch schon sehr unterschiedlich wirkt, obwohl es der gleiche Strain ist, was sehr davon abhängt, wie die Hormonlage ist. Es ist zum Beispiel auch ganz, ganz spannend, dass ich den gleichen Strain rauchen kann, wenn ich in einer unterschiedlichen Hormonlage bin, wirkt er aber ganz anders, weil die Hormone einen sehr großen Einfluss darauf haben, wie Cannabis auf dich wirkt. Das ist total spannend, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ach krass, aber das heißt, du hast immer eine bestimmte Strain, je nachdem, in welcher Phase du bist? Nee, so deep ist es bei mir gar nicht. Oh, Luteal-Phase. Aber es gibt Frauen, die danach unterschiedliche Sorten rauchen. Okay, die sagen, okay, hier, Eisprung, aha, okay, diese Sorte. Genau. Meine Tage, okay, diese Sorte. Ja. Okay, das ist krass. Ja, da kann ich dir noch jemanden empfehlen, der dir das ganz genau erklären kann. So ganz deep bin ich da nicht. Okay, wild. Ich habe immer noch meine Blitzfragen, die ich gerne stelle. Größter Mythos rund um Cannabis? Einstiegsdroge. Dein erster Kontakt mit Cannabis, positiv oder negativ? Positiv, war sehr lustig. Was würdest du Jugendlichen gern über Cannabis sagen in einem Satz? Fangt nicht zu früh an. Lieber streng reguliert oder eher liberal? Streng reguliert oder liberal? Ich glaube, da müsste ich jetzt erst die Parameter von streng und liberal. Nicht nachgedacht, gefühlt. Wahrscheinlich eher streng. Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist das Stigma rund um Cannabis noch? Ich glaube, wir sind immer noch locker bei einer 8. So hoch? Würde ich schon sagen. Crazy, okay. Wenn wir außerhalb unserer Bubble sind, definitiv. Aber du hast doch Muttis, die dich angesprochen haben auf dem Schulhof. Ja, das waren 3 von, ich weiß nicht, wie viele Kinder in dieser Schule sind. Vielleicht nach diesem Podcast noch mehr. Wer weiß. Was würdest du Menschen sagen, die Cannabis nur aus Vorurteilen kennen? Naja, Vorurteile kann man nur beseitigen, indem man etwas testet, würde ich sagen. Also indem man selbst die Erfahrung Selber Erfahrungen machen. Geil. Also Wenke, wir haben ja viel besprochen. Ganz verschiedene Themen. Wenn die Zuhörer nur eine Sache aus der Folge mitnehmen sollten, welche wäre das? Welche wäre das? Da macht es gerade bum, 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 das. Ich denke, das Allerwichtigste ist, und das ist so ein Anliegen einfach auch als Mama, bitte konsumiert nicht vor 21 und konsumiert bewusst. Danke für die Nachricht. Gerne. Danke fürs Kommen, Wenke. Ja, sehr, sehr gerne. War ein richtiger Ride hierher. Heute ging es nicht um Szene oder Politik. Es ging um das echte Leben. Um eine Frau, die ihren eigenen Weg mit Cannabis gefunden hat. Als Patientin, als Mama und als jemand, der gerade lernt, diese Pflanze selbst anzubauen. Und vielleicht zeigt genau diese Perspektive etwas Wichtiges. Cannabis muss nicht laut oder extrem sein. Manchmal ist es einfach nur ein Teil eines ganz normalen Lebens. Alle Links, Infos und Ressourcen findest du wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Mich interessiert, welche Cannabis-Klischees sollte es 2026 nicht mehr geben? Kommentiere gerne unter diesem Video und lass uns dazu diskutieren. Und abonniere unbedingt den Kanal, damit du keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Jo.